Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Dr. AP. Heute geht es um die ursprüngliche Kapitalakkumulation, das heißt um die Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise. Was bedeutet eigentlich ursprüngliche Kapitalakkumulation und warum ist sie bis heute relevant? In diesem Video zeige ich, wie Marx die gewaltsamen Anfänge des Kapitalismus analysiert. Wir werfen einen Blick auf Enteignung, Kolonialismus und die Rolle des Staates. Also, wie ist der Kapitalismus denn wirklich entstanden? Die offizielle Geschichte, die kennen wir ja. Sie erzählt von Fleiß, von Sparsamkeit, von klugen Ideen. Aber Karl Marx, der hatte eine radikal andere Erzählung. Eine Art Gegengeschichte über die gewaltsame Geburt einer völlig neuen Wirtschaftsordnung. Lasst uns mal in diese, sagen wir, blutige Vorgeschichte eintauchen. Im Kern stehen sich hier also zwei komplett gegensätzliche Geburtsurkunden des Kapitalismus gegenüber. Auf der einen Seite haben wir so eine Art friedliche Idylle und auf der anderen, eine Geschichte von ziemlich brutaler Gewalt. Also die klassische Erzählung, die die meisten von uns wohl kennen, die klingt ja fast wie ein Märchen. Es geht um schlaue Unternehmer und fleißige Arbeiter, die durch Handel und Sparen ganz langsam Wohlstand für alle geschaffen haben. In den Worten der alten politischen Ökonomie eine reine Idylle, in der Recht und Arbeit die einzigen Wege waren, um reich zu werden. Klingt schön, oder? Und dann, bumm, kommt Marx und zerreißt dieses ganze Märchen. Für ihn ist die Entstehung des Kapitalismus eben kein friedlicher Prozess, sondern ein extrem gewaltsamer Akt der Enteignung, geschrieben mit, und das ist wörtlich gemeint, Blut und Feuer. Eine Geschichte von Eroberung, Unterjochung und Raubmord. Genau dieser krasse Kontrast, das ist der Ausgangspunkt für alles, was wir uns jetzt anschauen. So, und jetzt kommen wir mal zum Kern von Marx' Argument. Ihm geht es bei dieser ursprünglichen Akkumulation nämlich nicht in erster Linie darum, dass einfach nur Reichtum angehäuft wird, das gab es ja schon immer. Nein, der entscheidende Punkt ist ein fundamentaler Akt der Trennung, einer, der die Gesellschaft für immer verändern sollte. Das hier ist die Kerndefinition. Es ist kein rein ökonomischer Prozess, sondern ein historischer und politischer. Es geht im Grunde darum, die Bedingungen zu schaffen, damit der Kapitalismus überhaupt erst möglich wird. Und was braucht man dafür? Eine Klasse von Menschen, die nichts besitzt außer sich selbst, und eine andere Klasse, die alle Produktionsmittel besitzt. Diese Gegenüberstellung hier, die macht den Wandel eigentlich perfekt sichtbar. Vorher, da war der Bauer mit seinem Land verbunden, der Handwerker mit seinen Werkzeugen. Die waren vielleicht arm, ja, aber sie waren nicht völlig abhängig. Nach dieser gewaltsamen Trennung besitzen sie nichts mehr, wirklich gar nichts mehr, außer ihrer eigenen Fähigkeit zu arbeiten. Sie werden zu freien Lohnarbeitern. Frei im doppelten Sinne, frei von Besitz und damit gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, nur um zu überleben. Okay, genug der Theorie. Schauen wir uns mal an, wie das ganz konkret abgelaufen ist. Marx nimmt hier England als das klassische Beispiel, um diesen ersten großen Mechanismus zu zeigen, die gewaltsame Umwälzung der Landwirtschaft und der gesamten Gesellschaft. Das war keine Sache von ein paar Jahren. Wir reden hier über einen Prozess, der sich über Jahrhunderte hingezogen hat. Diese sogenannten Enclosures, die Einheggungen, waren im Grunde nichts anderes als die systematische Privatisierung von Land, das vorher von der Gemeinschaft genutzt wurde. Die Allmende, also die Existenzgrundlage für unzählige Bauern, wurde ihnen einfach weggenommen. Im Prinzip ein von ganz oben abgesegneter Landraub. Und was war die direkte Folge davon? Die Entstehung einer komplett neuen sozialen Klasse. Millionen von Menschen wurden von ihrem Land vertrieben, quasi vogelfrei gemacht und in die Städte getrieben. Sie bildeten dieses riesige Reservoir an Arbeitskräften, das die aufkommende Industrie so dringend gebraucht hat. Und was ist mit den Menschen passiert, die sich diesem neuen System nicht einfach so fügen wollten? Da hat der Staat mit brutaler Härte durchgegriffen. Marx nannte das die blutige Disziplin. Wer enteignet wurde und dann als Landstreicher durch die Gegend zog, wurde bestraft. Stellt euch das mal vor, erst nimmt man dir alles und dann wirst du dafür bestraft, dass du enteignet bist. Der Staat wurde hier also zu einem knallharten Disziplinierungsapparat für das Kapital. Aber dieser Prozess hat natürlich nicht nur in England stattgefunden. Marx weitet jetzt den Blick und zeigt uns, wie der Kolonialismus zum globalen Motor der Akkumulation wurde. Die Gewalt hat sich sozusagen auf die Weltbühne verlagert. Marx beschreibt diese globalen Ereignisse mit beißender Ironie als idyllische Prozesse,
Die Ausrottung der indigenen Bevölkerung in Amerika, die Verwandlung Afrikas in ein Jagdgebiet für Sklaven, die Plünderung Indiens, all das waren für ihn keine Nebenschauplätze, sondern die Hauptmomente, die die Morgenröte der kapitalistischen Ära eingeläutet haben. Und wer waren die Akteure bei dieser globalen Plünderung? Oft waren es nicht nur die Staaten selbst, sondern die ersten multinationalen Konzerne der Geschichte. Die niederländische VOC und die englische East India Company waren keine einfachen Handelsfirmen. Nein, das waren mit staatlicher Lizenz ausgestattete Gewaltakteure. Die hatten eigene Armeen, haben Kriege geführt und ganze Regionen ausgebeutet, um massenhaft Kapital nach Europa zu schaffen. Der entscheidende Punkt ist also, und das fasst dieses Zitat perfekt zusammen, für Marx war Gewalt kein bedauerlicher Nebeneffekt oder ein Unfall der Geschichte, sie war eine fundamentale ökonomische Kraft. Sie war sozusagen die Hebamme, die dabei geholfen hat, die kapitalistische Gesellschaft aus dem Schoß der alten, feudalen Ordnung auf die Welt zu bringen. Okay, aber ist diese gewaltsame Geburt eine abgeschlossene Geschichte? Liegt das alles in der Vergangenheit? Oder wiederholen sich diese Mechanismen vielleicht bis heute? Es gibt moderne Denker, die ganz klar sagen, dieser Prozess hat nie wirklich aufgehört. Der Geograf David Harvey zum Beispiel argumentiert genau das. Er nennt das Ganze Akkumulation durch Enteignung. Was er damit meint ist, die Methoden haben sich vielleicht geändert, sie sind subtiler geworden, aber das Grundprinzip, also die Trennung von Menschen und ihren Ressourcen, das bleibt absolut bestehen. Diese Tabelle hier zieht die Parallelen wirklich brillant. Die Einhäugung von Gemeindeland damals findet ihre Entsprechung heute, zum Beispiel in der Privatisierung von Wasser oder von Wohnraum. Die koloniale Plünderung von damals wird heute durch Schuldenregime ersetzt, die ganze Länder in Abhängigkeit halten. Ihr seht, die Methoden ändern sich, aber die Funktion, die dahinter steckt, die bleibt im Grunde dieselbe. Reichtum von unten nach oben umzuverteilen. Und die Beispiele dafür sind eigentlich überall um uns herum. Wenn geistiges Eigentum, wie zum Beispiel Saatgut, patentiert wird, dann werden Bauern von ihren traditionellen Produktionsmitteln getrennt. Wenn öffentliche Dienstleistungen privatisiert werden, wird der Zugang zu grundlegenden Ressourcen plötzlich eine Frage des Geldes. Es ist im Grunde die Fortsetzung der alten Geschichte, nur mit neuen Mitteln. Und das bringt uns zu der entscheidenden Frage. Wenn diese blutige Geburtsgeschichte kein abgeschlossenes Kapitel ist, sondern ein andauernder Prozess, dann müssen wir uns fragen, wo genau passiert diese Trennung, diese Enteignung, heute, direkt um uns herum? Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.